Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Norbert Eger und in diesem Video soll es darum gehen, wann weiß ich, dass ich einen neuen Absatz starten soll beim wissenschaftlichen Schreiben. Wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. In Kürze geht's los. Ja, bevor ich starte, möchte ich noch einen Hinweis geben zum Video. Es ist für alle nicht deutschsprachigen Zuschauer besser, wenn sie jetzt ihre Untertitel aktivieren, weil ich dieses Video auch mit englischen Untertiteln versehen habe. Das heißt, wenn du nicht Deutsch sprichst, dann switche jetzt bitte zu den Untertiteln, damit du den Inhalt auch mitkriegst. Ja, ich möchte das Ganze in 5 Punkte gliedern, beziehungsweise es gibt noch einen Bonuspunkt, also sagen wir 6 Punkte. Und die Frage ist eben, man ist mittendrin im wissenschaftlichen Schreiben und wir wissen ja, dass die Absätze einen hohen Stellenwert einnehmen, weil sie ja doch das Element des Textkörpers sind. Und es sind halt ein paar so grundsätzliche Regeln, die man bei Absätzen beachten muss. Die habe ich in einem eigenen Video schon angeschnitten. Das werde ich euch hier oben verlinken. Allerdings ist es so, dass es dann auch weitere Punkte gibt. Und man kann so sagen, ein Absatz sollte idealerweise, sage ich einmal, 5 bis 6 Sätze lang sein. Das ist das Ideale. Das heißt aber nicht, dass er ein bisschen kürzer oder mal ein bisschen länger sein kann. Kann durchaus sein, aber man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass ein Absatz nur einen Satz enthält. Was ja gar nicht so weit hergeholt ist, weil wir haben ja gesagt, ein Absatz hat die Eigenschaft, dass es einen Punkt behandelt. Ja? Und sobald ich einen neuen Gedanken, einen neuen Eckpunkt bearbeite, muss ich ja einen neuen Absatz beginnen. Und wenn jetzt wirklich ein Absatz sich in einem Satz schon ergibt, sozusagen, dann müsste ich ja logischerweise schon einen neuen beginnen dann. Aber das sollte ich mir vorher überlegen, damit es eben zu dem gar nicht kommt. Ja, ein weiterer Punkt ist, wenn man den Absatz, vielleicht noch einmal kurz zur Wiederholung, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Ein Absatz sollte ja immer zuerst einen Topic Sentence haben, also einen Themensatz, der den Inhalt des ganzen Absatzes in einem Satz zusammenfasst. Also dass man mal weiß, um was geht, was ist die Kernaussage dieses Absatzes. Dann folgen eben die weiteren Sätze, wo beschrieben wird, wo bewiesen wird, wo begründet wird, und dann schließt es noch ab mit einer Conclusion sozusagen. Und was wir auch gesagt haben, die Absätze sollen wie von so einem Flow, also so ein flüssiges Übereinander gleiten sein. Das heißt, nicht strikt getrennt voneinander, sondern es sollte von einem zum anderen Absatz ein gleichmäßiges Weiterleiten sein. Das heißt, man wird im letzten Satz eines Absatzes schon auf den nächsten hinweisen, oder man bezieht sich im Themensatz des nächsten noch auf den rückführenden, aber dass immer ein gewisser Bezug da ist. Wenn ich den Absatz jetzt einmal so weit verfasst habe, dann sollte ich ein paar Dinge checken, und dazu gehört einmal, dass ich schaue, dass wirklich jeder einzelne Satz meines Absatzes mit dem Themensatz, also mit dem ersten Satz, zusammenhängt, dass irgendeine Beziehung da ist. Denn wenn ich da einen Satz drinnen habe, der mit dem ersten in keinster Weise zu tun hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Satz gar nicht dazu passt. Und dazu gehört, dann sollte man ihn streichen. Ein weiterer Punkt ist, man checkt dann, ob die Sätze einen logischen Zusammenhang ergeben. Wenn man es noch einmal betrachtet und diesen Absatz durchliest,
stimmt die Logik, stimmt die Argumentation, die ich in dem Absatz anführe. Und ja, das muss man sich sehr genau überlegen. Also, dass es nicht irgendwie Kraut und Rüben vermischt oder etwas vorwegnimmt, was noch gar nicht klar ist zu dem Zeitpunkt, und so muss man das eben checken. Und der nächste Punkt ist, habe ich genug Beweise und Begründungen und Beispiele angeführt in den Sätzen nach dem Themensatz. Und der nächste Punkt ist es auch klar, dass, dass eben das Ganze ein Stück das als Beweis auch gesehen wird. Das heißt, also quasi, warum ist dem Leser klar, warum ich diesen Beweis oder die Begründung oder dieses Beispiel hier anführe. Ja, also es muss immer klar sein, warum macht man das. Das sollte euch immer auch bewusst sein, wenn man durchliest. Okay, wenn ich jetzt das Beispiel anführe, warum gerade dieses und was sollte es bewirken? Und die Frage ist dann noch, ob die Beweise letztlich miteinander zusammenhängen von innerhalb eines Absatzes und ob das Ganze eine geschlossene Geschichte ergibt. Ja, also das ist immer am besten, wenn man sagt, okay, das ist die Überschrift, Topic Sentence, und dann wird begründet, bewiesen, beschrieben, und das Ganze endet dann auch wieder. Und so kann man sehen, okay, ist das Ganze stimmig, ob das Ganze Sinn ergibt. Und ja, das wäre es im Prinzip schon. Ich hoffe, es ist soweit alles klar. Ich habe euch ein paar Tipps gegeben für Absätze zu schreiben im wissenschaftlichen Bereich. Wenn noch was unklar ist, gerne in den Kommentaren fragen, und bis bald.